Und jetzt Risiken und Nebenwirkungen von Gendoping. Die Athleten der Zukunft. Sie sehen aus wie die Athleten von heute. Doch sie sind ganz anders. Sie haben ein Geheimnis. Die Athleten der Zukunft sind genetische Mutanten. Sie sind genetisch gedopt. Gendoping ist die logische Konsequenz aus der biotechnologischen Forschung der letzten Jahrzehnte. Man muss sich immer fragen, wen man da bewundert, den Athleten oder den Biotechnologen. Man möchte dann einen Supermenschen in bestimmten Eigenschaften kreieren. Wenn es verfügbar ist, können wir den Missbrauch gar nicht verhindern. Es ist viel zu viel Geld im Sport, viel zu viel Prestige, dass man eine derartige potente Methode, wie zum Beispiel Gendoping darstellen wird, einfach auslassen würde. Sport ist für die meisten Spaß, für einige Geschäft. Klar ist, gedopt wird auf vielen Leistungsstufen und gedopt wird schon immer. Mal raffinierter, mal weniger. Doping macht aus einem Kartoffelsack keinen Weltmeister. Aber es verleiht einem guten Athleten das kleine Quäntchen mehr, das es zum Siegen braucht. Jeder dopt mit dem, was für seine spezifische Sportart Vorteile bringt. Wachstumshormon, Blutbildungshormon, Schilddrüsenhormon, Testosteron, Insulin, Amphetamine, Beta-Blocker, Eigenblut. Doch Gendoping macht Pillen, Spritzen und Infusionen überflüssig. Denn mit der richtigen Extraportion Gene produziert der Athlet das Doping in seinem eigenen Körper gleich selbst. Gendoping, das perfekte Doping. Ab einer bestimmten Leistungsstufe müssen Athleten jederzeit mit einem Dopingkontrolleur rechnen. Im Training oder sogar zu Hause. Herr Weber, mein Name ist Bernd Motte, ich komme im Auftrag der Anti-Doping-Organisation. Kommen Sie bitte mit, wir gehen in den Kontrollraum. Kennen Sie das Prozedere? Okay. Elite-Athleten müssen den Behörden permanent ihren Aufenthaltsort melden. Wer nicht aufzufinden ist, gilt als dopingverdächtig. Dann legen Sie bitte den Deckel oben ab. Sie wissen, dass Sie bitte die Hose komplett runterlassen, bis über die Knie. Und T-Shirt anheben bis über die Brust. Einmal bitte mir zuwenden. Alles klar, dann bitte den Becher und 90 Milliliter. Mehr können es gerne sein. Trotzdem bleiben die wenigsten Doper in den Kontrollen hängen. Wenn wirklich große Fische ins Netz gehen oder ganze Skandale auffliegen, dann meist durch Denunziation. Zu raffiniert sind heute die Dopingmethoden und die Mafia, die sie betreibt. Mit Gendoping soll alles noch raffinierter werden und noch effizienter. Diese Proben gehen jetzt ins Labor. Wir reisen in die USA, nach San Diego. Dort treffen wir an der University of California in der School of Medicine jenen Mann, der an vorderster Front gegen die drohende Gefahr des Gendopings ankämpft. Professor Theodore Friedman. Er ist Genforscher der ersten Stunde und leitet den Gendoping-Ausschuss der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA.
Die Techniken, die als erste zur Anwendung kommen werden, verbessern Muskelkraft, andere steigern die Sauerstoffversorgung des Gewebes, etwas, das wie Erythropoietin mehr rote Blutkörperchen produziert. Und schließlich Gene, die die Energieaufnahme in das Gewebe verbessern. Sie werden durch Trainer und Athleten eingesetzt, die es illegal tun. Um zu gewinnen, wird alles getan, weil es um enorme Geldsummen geht. Ich glaube, im Sport ist der Druck enorm, genetische Methoden anzuwenden. Und das macht es wohl unvermeidlich, dass es geschehen wird. Genetische Manipulation von Sportlern ein Übel? Nicht alle sehen dies so. Zum Beispiel der Bioethiker Andy Mia an der Liverpooler Foundation of Arts and Creative Technologies. Ein Querdenker, der Kollegen nervt, weil er Bestehendes in Frage stellt. Sport braucht Genmanipulation. Die Frage ist nicht, ob wir sie im Sport zum Einsatz bringen sollten oder nicht. Denn Athleten sind dazu da, die menschlichen Grenzen zu überwinden. Es geht ausschließlich darum im Leistungssport. Wir drängen den Athleten geradezu leistungssteigernde Technologien auf, damit sie ihre Grenzen überwinden. Hochgezüchtete Athleten, genetische Mutanten zur Überwindung der menschlichen Grenzen. Solche Fragen interessieren hier weniger im Doping-Analyselabor. 35 solcher Labore sind weltweit zertifiziert. Sie suchen nach verseuchten Proben und sorgen so für sauberen Sport. Die A-Probe geht in die biochemische Analyse. Die B-Probe wird aufbewahrt. Auf sie kann zugegriffen werden, wenn in der A-Probe eine Dopingsubstanz entdeckt wird und der überführte Athlet nicht geständig ist. Doch wenn ein Athlet seinem Körper zum Beispiel anstelle von fremdem Hormon das Gen für dieses Hormon zuführt, kann kein Labor dies nachweisen. Darum bleiben die B-Proben für 8 Jahre im Kühlschrank, für den Fall, dass dereinst neue Nachweisverfahren verfügbar sind. Wenn klar ist, dass man etwas nicht nachweisen kann, dann ist das einer der stärksten Gründe, warum es zum Beispiel missbraucht wird. Das haben wir gesehen bei anabolen Steroiden. Da wurde etwas genommen, was gar nicht so effektiv war wie bewährte Sachen, nur weil man es eben nicht nachweisen konnte. Das ist immer so. An der Deutschen Sporthochschule in Köln und an einigen anderen Universitäten und Laboratorien wird im Zeichen der Dopingbekämpfung geforscht. Unterstützt durch die Welt-Anti-Doping-Agentur. So will man den Wettlauf gegen das Gendoping gewinnen. Die Kölner Forscher wollen herausfinden, wie man genetische Manipulationen des Muskelwachstums nachweisen könnte. Dazu werden Probanden rekrutiert, die Muskeltraining betreiben. Dabei gucken wir uns verschiedene Profile, Wachstumsfaktoren im Serum an. Da wollte ich euch mal fragen, habt ihr Lust mitzumachen? Wie viel Blut nimmt ihr da? Das ist ganz normal, wie bei einer ganz normalen Blutabnahme. Okay. Das ist etwas, was früher so nicht üblich war. Früher hat man bei den Doping-Nachweisverfahren im Prinzip reagiert auf das, was missbraucht wurde. Und heute wissen wir im Prinzip, was in der Entwicklung ist und versuchen parallel dazu schon Möglichkeiten zu entwickeln, etwas nachzuweisen. Die Forscher untersuchen viele verschiedene Leute. Trainierte, untrainierte, Männer, Frauen, Menschen verschiedener Herkunft. An ihnen wollen sie zuerst einmal herausfinden, wie man biochemisch normales Muskelwachstum erkennt. Mit dabei auch Mr. Natural Bodybuilding Germany. Er ist eine wichtige Referenz, denn seine Muskelberge sind garantiert bio. Ein Bodybuilder, der im Gegensatz zu den meisten anderen auf Chemie verzichtet. Gendoping wird sich nicht nachweisen lassen, indem man im Blut oder Urin nach Genen sucht. Denn Gene gibt es in jeder Zelle unseres Körpers, in der Erbsubstanz. Gendoping kann nur indirekt nachgewiesen werden. Verräterische Spuren muss man finden.
Eine solche Spur könnte ein Stoff namens Myostatin sein. Er begrenzt das Muskelwachstum. Eine genetische Manipulation könnte sich in einer abnormalen Konzentration von Myostatin oder dessen Abbauprodukten im Blut zeigen. Doch eben, was ist normal? Das soll diese Studie an den Tag bringen. Wie wichtig Gene für körperliche Leistungsfähigkeit sind, zeigt ein Blick in die Annalen des Sports. Die Olympiasieger im 100-Meter-Lauf der Männer. Sie haben neben der Goldmedaille alle etwas gemeinsam: die Hautfarbe. Usain Bolt in Peking, Justin Gatlin in Athen. Im Jahr 2000 Maurice Greene, 1996 Donovan Bailey. Linford Christie. Ben Johnson in Seoul wegen Dopings disqualifiziert. Carl Lewis in Los Angeles. Die Ausnahme 1980. Alan Wells konnte nur gewinnen, weil die USA und andere Sprintnationen die Spiele in Moskau boykottierten. Der letzte echte weiße Olympiasieger gewann vor 38 Jahren, der Russe Valery Borsow in München. Noch deutlicher ist das Bild beim Weltrekord. Der gegenwärtig schnellste Mann der Welt ist Usain Bolt mit seiner Fabelzeit von 9,58 Sekunden. Dann muss man in der Galerie über legendäre Namen wie Essefa Powell, Carl Lewis, Colvin Smith oder Jim Hines ganze 50 Jahre zurückgehen, bis man auf einen weißen Weltrekordhalter stößt. Amin Hari lief seine Weltrekordzeit von 10,0 Sekunden am 20. Juni 1960 in Zürich. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, schwarz gleich schnell. Lange Zeit wurde dies mit der sogenannten Ghetto-Theorie erklärt. Die Schwarzen, so hieß es, hätten nur im Sport die Chance zum sozialen Aufstieg und strengten sich darum mehr an als Weiße. Das ist Unfug. Die Gene machen den Unterschied. Das ist wissenschaftlich bewiesen und wird hier weiter untersucht. An der Maryland University in Washington, wo Professor Stephen Roth nach Genen sucht, die für sportliche Leistung wichtig sind. Wir untersuchen verschiedene Personen, messen ihre Herz-Kreislauf-Leistung, ihre Muskelleistung und weitere Merkmale ihrer Fitness. Dann nehmen wir die DNA-Proben und versuchen, die Gene zu identifizieren, die zu diesen Leistungen beitragen. Ähnliche Untersuchungen werden an verschiedenen Universitäten in verschiedenen Ländern durchgeführt. Zusammen erstellen sie so eine Liste der sogenannten Sportgene, jener Gene, die wichtig sind für Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Sauerstoffaufnahme, Energieversorgung und so weiter. Im Abstrich aus der Mundschleimhaut sind Zellen enthalten, die später im Labor genetisch untersucht werden. Bekannt sind heute über 220 Gene, die wichtig sind für die sportliche Leistungsfähigkeit. Und es werden laufend neue entdeckt. Jedes davon wäre im Prinzip auch für Gendoping geeignet. Stephen Roth nennt die heißesten Anwärter. There are several genes that have been identified that are tentatively important for sport. Verschiedene Gene sind identifiziert worden, die wichtig sind für Sport. EPO zum Beispiel. Auch Myostatin ist ein Ziel für Gentherapie und Gendoping. IGF-1 ist ebenfalls ein mögliches Ziel für Gendoping. Und die werden schon bald missbraucht? Ich weiß es nicht. EPO oder Erythropoietin ist ein Hormon, das die Blutbildung anregt. Wichtig für Ausdauerleistung.
Myostatin, ein Muskelwachstumsfaktor, ideal für Kraftsportler. Auch IGF-1 macht Muskeln stark. Interessant für sehr viele Athleten. Wenn man weiß, wie wichtig Gene für Sportler sind, darf man dieses Wissen dafür nutzen, Athleten stärker zu machen, ausdauernder, schneller. Viele Leute sagen, Genveränderung sei Gott spielen. Wenn das so ist, tun wir es schon lange. Ich sehe es einfach als eine neue Art, mit Technologien umzugehen, um uns selbst und unsere Lebensbedingungen zu verbessern. Die Biologie entwickelt sich. Und unsere Einflussnahme ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung. Das ist nichts Unnatürliches. Tatsächlich kann Genveränderung als naturverträglich angesehen werden, was frühere Formen der Leistungssteigerung nicht waren. Wenn einige Mitglieder dieser Pro-Gen-Doping-Gemeinschaft sagen, dass dies einfach eine natürliche Fortführung der Technologie sei und dass genetisch veränderte Athleten natürlich seien, finde ich das absurd. Ich kann da überhaupt nichts Natürliches daran sehen. Die genetisch manipulierte Athletin. Natürliche Fortführung der menschlichen Entwicklung oder Monster wissenschaftlicher Allmachtsgelüste. Anzusehen ist ihr nichts. Ihre Gene bestimmen, wie leistungsfähig sie ist. Doch was genau tun diese Gene? In jeder Zelle unseres Körpers, eingepackt im Zellkern, die Erbsubstanz. Aufgespult zu Chromosomen liegt die sogenannte DNA, ein fadenförmiges Molekül, das es in sich hat. Es enthält in einem chemischen Code gespeichert die gesamte Information, die unser Leben ausmacht. Es sind nicht immer alle Gene aktiv. Wird zum Beispiel irgendwo im Körper Sauerstoffmangel registriert, schaltet das EPO-Gen ein. Dazu liest ein spezielles Enzym das Gen von der DNA ab und übersetzt die Information in ein kurzes Stück RNA. Man nennt sie auch Boten-RNA oder mRNA, weil sie den Befehl des Gens nach außen trägt. Die mRNA verlässt den Zellkern. Im Zellplasma wird sie von einem weiteren Enzym erwartet, dem sogenannten Ribosom. Dieses übersetzt die genetische Information in ein Genprodukt. Im Falle des EPO-Gens in EPO, jenes Hormon, das die Blutbildung im Organismus anregt und der Athletin zu Ausdauerleistung verhilft oder je nach Gen sie kräftig macht, ihr Energie verleiht. Wie potent ein einzelnes Gen im Sport sein kann, belegen diese Aufnahmen des US-amerikanischen Fernsehsenders CBS. Zu sehen ist der finnische Langläufer Eero Mäntyranta bei den Olympischen Winterspielen 1960 in Squaw Valley, wo er seine erste Goldmedaille gewann. Auch die folgenden Winterspiele dominierte er und immer wieder wurde behauptet, er hätte gedopt, was Eero stets bestritt. Erst 20 Jahre später entdeckten Forscher bei ihm eine seltene Mutation im EPO-Gen, die Mäntyranta zu schier übermenschlicher Ausdauer verhalf und ihn wie hier weit vor der Konkurrenz die Ziellinie passieren ließ. Ein einzelnes Gen kann auch für übermäßige Kraft verantwortlich sein, wie ein Fall aus der Berliner Charité beweist. Hier wurde im Jahr 2000 ein außergewöhnlicher Junge geboren, der aber konsequent vor der Öffentlichkeit abgeschottet wird. Weshalb wir hier seine Geschichte nacherzählen. Sofort fiel den Ärzten auf, dass mit dem Knaben etwas nicht stimmte. Schon als Neugeborener hatte er Muskelpakete wie ein Bodybuilder. Er muss krank sein, lautete der erste Verdacht.
Der Junge wurde von vielen Spezialisten untersucht und durchleuchtet. Die Ärzte standen vor einem Rätsel. Schließlich fanden sie die Lösung. Der Junge hatte einen Defekt in einem einzigen Gen, jenem für Myostatin. Das Kind war topfit. Im Alter von 4,5 Jahren konnte der Junge 2-3 Kilogramm Hanteln mit ausgestreckten Armen halten. Er ist der einzige bekannte Mensch mit dieser genetischen Abnormität. Im Tierreich hingegen kennt man sie seit langem. Auch die Belgian Blue Rinder bilden durch diese genetische Mutation kein Myostatin, ein Hormon, das das Muskelwachstum begrenzt. Fällt es aus, wachsen die Muskelberge. Solches Wissen aus der Genetik weckt Gelüste in der Sportwelt. Darum hat sich die größte wissenschaftliche Vereinigung der Welt in die Diskussion um Gendoping eingeschaltet. Die American Association for the Advancement of Science. Wir treffen den Direktor für Ethik und Recht. Wenn man Vorteile herausschlagen kann, meistens sind sie finanzieller Natur, wird es Leute geben, die die Wissenschaft für unlautere Absichten nutzen wollen. Das ist seit Galileo und weiter zurück bekannt. Wissenschaft kann von Leuten und Organisationen missbraucht werden. Und wenn sie die Fähigkeit haben, werden sie es tun. Irgendein Sportler, irgendein Arzt an irgendeinem Ort wird es tun. Wird zur Spritze greifen und das erste Gendoping verabreichen. Gerüchteweise soll es schon geschehen sein. Beweise gibt es nicht. Überführt wurde noch niemand. Denn Nachweisverfahren gibt es nicht. Doch Gene lassen sich nicht einfach in eine Spritze füllen wie Anabolika oder EPO. Um fremde Gene auf einen Menschen zu übertragen, braucht es eine Art Gefährt. Viren. Genmanipulierte Viren, die dem Athleten zum Beispiel in die Blutbahn injiziert werden. Viren sind keine Lebewesen. Sie bestehen lediglich aus einer Hülle und darin eingeschlossen etwas Erbsubstanz. Viren können sich nicht selbst fortpflanzen, aber sie sind raffiniert. Mittels spezieller Ortungssysteme finden sie punktgenau ihr Ziel im infizierten Organismus, zum Beispiel Blutzellen oder Muskelzellen. Sie verschmelzen mit der Zelle und bringen so ihre eigene Erbsubstanz ins Innere. Dann sucht sich die virale Erbsubstanz den Weg in den Kern der Opferzelle. Und programmiert diese um, indem sie mit deren Erbsubstanz verschmilzt. Fortan führt diese Opferzelle die Befehle des Virus aus. Wenn nun genetisch veränderte Viren anstelle ihrer krankmachenden Gene ein Sportgen mitführen, machen sie ihr Opfer nicht krank, sondern stark. Schnell, ausdauernd. Gendoping wird nicht weitervererbt, denn es betrifft nur Körperzellen, also Muskulatur oder Blutbildungssystem, und nicht Spermien und Eier. Der Druck im Sport und die Tatsache, dass es Kreise gibt, die Gentechnologie im Sport propagieren, ist eine beängstigende und gefährliche Kombination. Und es liegt nahe, dass, wenn es nicht schon geschehen ist, es bald geschehen wird. Lassen sich Sportler tatsächlich genmanipulierte Viren injizieren, um eine Medaille zu erringen? There's a phenomenon known as the Goldman Dilemma. Es gibt das Phänomen, das man unter dem Namen Goldman-Dilemma kennt. Ein sehr hoher Anteil von Sportlern, viel höher als in der übrigen Bevölkerung, wäre bereit, ein Dopingmittel zu nehmen, das ihnen eine olympische Goldmedaille garantiert. Auch wenn sie 5 Jahre später daran sterben würden. But that would result in their death 5 years later. So
Das heißt, Athleten tun alles, um die höchstmögliche Leistung zu erzielen. Es besteht also kein Zweifel. Für sie ist die Genetik eine Verlockung. Den eigenen Tod für eine Olympia-Goldmedaille. Wann wird der erste genetisch gedopte Olympioniker auf dem Podest stehen? 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro. Ich mache mir Sorgen um die Olympischen Spiele in Brasilien. Vorher bin ich nicht so sicher. Und ich weiß, dass die WADA schon um die nächsten Spiele fürchtet. Sie versucht, Tests zu entwickeln und investiert viel dafür. Also erwarten sie, dass Gendoping kurz bevorsteht. Entwickelt werden solche Methoden nicht als Gendoping für Sportler, sondern als Gentherapie für Patienten wie ihn. Ismail Miftari, 23 Jahre alt. Er leidet an Muskelschwund, kann kaum mehr als einen Finger rühren. Die sogenannte Duchenne-Muskeldystrophie bricht im Alter von etwa 2 Jahren aus. Einer von 5000 Jungen ist betroffen, Mädchen nicht. Mit 15 Jahren sitzen sie praktisch alle im Rollstuhl. Dann fällt zunehmend auch Sprechen schwer, Schlucken. Und der Muskelabbau macht selbst vor der Atemmuskulatur nicht Halt. Kaum ein Patient wird älter als 25 Jahre. Heilung gibt es nicht. Es bleibt nur, das, was an Muskulatur noch vorhanden ist, so lange wie möglich zu erhalten. Adrian de Vichy, 17 Jahre. Auch er lebt in Mathilde Escherheim in Zürich. Duchenne-Muskeldystrophie ist eine Erbkrankheit, ausgelöst durch einen Defekt in einem einzigen Gen. Was genetische Ursachen hat, muss auch genetisch geheilt werden. So die Grundidee der Gentherapie. Man will das kranke Gen durch ein gesundes ersetzen oder mit anderen kompensieren. Gentherapien sind an verschiedenen Kliniken in Entwicklung. In der Charité Berlin will man das Wissen nutzen, das man anhand des Muskeljungen gewonnen hat. Doch Auskunft geben will man uns nicht. Auch nicht am Hôpital de la Pitié-Salpêtrière in Paris, das mit der Charité zusammenarbeitet. Ein Nein vom Institute of Human Genetics in Newcastle-upon-Tyne. Kein Interesse an der University of Pennsylvania. Über 2 Dutzend Absagen von Wissenschaftlern, die Gentherapien gegen Muskelkrankheiten entwickeln. Sie haben Angst wegen Problemen mit nicht-therapeutischem Einsatz. Sie möchten nicht sagen, dass es zu funktionieren beginnt, weil dann Athleten und andere kommen und sagen, gebt uns das Zeug zur Leistungssteigerung. Sie haben Angst, über ihre Arbeit zu reden, weil dann Leute davon hören, die die Ergebnisse nicht therapeutisch nutzen wollen. Ich bin sehr bestürzt über diese Reaktion. Ich denke, Gentherapieforscher und Ärzte sollten an vorderster Front dem Publikum klarmachen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was sie für die Gesundheit machen und dem, was andere aus ihrer Arbeit machen wollen. Ich möchte die wissenschaftlichen Vereinigungen für Gentherapien sehen, wie sie klarstellen, wo sie bezüglich Gendoping stehen. Sie können sich nicht vor der Tatsache verstecken, dass ihre Arbeit missbraucht werden kann. Das wissen doch längst alle. Endlich finden wir eine Forscherin, die an Gentherapie gegen Muskelerkrankungen arbeitet und die bereit ist, uns Auskunft zu geben. Nördlich von Rom in Monterotondo im Europäischen Molekularbiologischen Labor. Hier arbeitet die amerikanische Wissenschaftlerin Nadja Rosenthal. Sie sucht eine Therapie gegen den krankhaften Muskelabbau bei Patienten. Aber auch gegen jenen, der natürlicherweise bei älteren Menschen auftritt. Dazu verwendet sie das Gen für den Muskelwachstumsfaktor IGF-1. Die ersten Krankheiten, auf die die Gentherapien abzielten, waren Blutkrankheiten, weil Blut aus leicht zugänglichen Zellen besteht. Man kann es extrahieren und manipulieren.
Viel schwieriger sind Krankheiten zu behandeln wie Muskeldystrophie oder Herzleiden. Gene in diese Organe einzubringen und sie zum Funktionieren zu bringen, ist eine echte Herausforderung. Doch Nadja Rosenthal und ihr Team haben es geschafft. Zumindest im Tiermodell. Sie haben eine Methode entwickelt, mit der es möglich ist, das IGF-1-Gen in die Extremitäten der Maus zu injizieren, sodass es in die Muskelzellen eingebaut wird und den Tieren mehr Kraft bis ins hohe Alter verleiht. Aber auch Rosenthal ist äußerst zurückhaltend, den Erfolg ihrer Arbeit öffentlich zu dokumentieren. Denn die ersten Bilder ihrer gentherapierten Tiere gingen als Schwarzenegger-Mäuse um die Welt. Und Rosenthal hat es satt, von Muskelfetischisten kontaktiert zu werden. Tatsache ist, Gentherapie funktioniert an Tieren. Es gibt sie, die Genspritze, die Kraft verleiht. Wann wird sie am Menschen angewandt? Wir kommen der klinischen Anwendung näher, aber es war ein langer und schwieriger Weg. Die Arbeiten in meinem Labor sollen nun die sichere Anwendung bei Patienten beschleunigen. Darum ist die Laborarbeit so wichtig. Denn ohne die richtigen Kontrollen können diese Behandlungen nicht als sicher für die Patienten betrachtet werden. Für diese jungen Männer wird die Gentherapie zu spät kommen. Weltweit gab es bisher rund 800 Gentherapieversuche mit über 5000 Freiwilligen. Die meisten zielten auf Krebs und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Einige auf Leiden der Muskeln und des Blutes. Für die Behandlung von schwerstkranken Patienten, Dystrophie-Patienten, mag eine Gentherapie gerechtfertigt sein. Aber jetzt für gesunde Menschen oder für alte Menschen, denen man die Muskelmasse nur stärken will, ist eine Gentherapie sicherlich nichts, was in Frage kommt, weil das Risiko einfach zu groß ist. We know that in those studies, very serious things have happened to patients and to volunteers in those studies, including a number Wir of wissen, deaths. dass in diesen Studien Patienten sehr ernste Dinge zugestoßen sind, inklusive einiger Todesfälle. Die Technik darf angewendet werden, wenn es darum geht, Krankheiten zu heilen. Aber wenn die Absicht ist, bei einem Menschen eine natürliche Eigenschaft zu verändern, bei einem jungen, gesunden Athleten zum Beispiel, und ihn damit ernsthaft zu schädigen, das sollte nicht erlaubt werden. That's really should be not allowed. Athleten leben bereits in einer technologischen Kultur. Seit 2500 Jahren, seit den Olympischen Spielen im alten Griechenland, benutzen sie Technologien. Der Standweitsprung hat sich dadurch weiterentwickelt, weil die Athleten Gewichte in die Hände nahmen, um sich damit mehr Schwung zu verleihen. Die Athleten von heute sind einfach Teil einer ausgeklügelten technologischen Entwicklung. Wir müssen schleunigst die Vorstellung loswerden, Athleten seien natürliche Wesen. Und dann müssen wir darüber reden, welche Technologien die sportliche Leistung bereichern. Ich denke, das sind Technologien, die es den Athleten ermöglichen, härter zu trainieren und bessere Leistungen zu erbringen. And I think it's the kinds of technologies that allow athletes to train harder, achieve greater capabilities in their performances. The position that athletes should be used early on in the development of gene transferring methods is completely wrong. Die Haltung, dass Athleten frühzeitig in die Entwicklung genetischer Methoden einbezogen werden sollten, ist komplett falsch. Es widerspricht vollkommen dem, was wir über die Schwierigkeiten wissen, die es bereitet, ein Kind mit einer Immunschwäche zu heilen. Diese klinische Arbeit ist sehr schwierig. Nun aber Athleten in diese Lage zu versetzen und sie den Risiken und Unwägbarkeiten eines Gentransfers auszusetzen, ist unethisch. Genaueres über die Risiken von Gendoping erfahren wir von Max Gassmann, der das Institut für Veterinärphysiologie an der Universität Zürich leitet. Hier im Untergeschoss leben Mäuse, denen das menschliche Epogen eingepflanzt worden ist. Sie dienen als Modell für den genetisch gedopten Radrennfahrer oder Marathonläufer. Dank dieses zusätzlichen Epogens produzieren die Mäuse Unmengen roter Blutkörperchen. Genau wie Sportler, die sich heute mit konventionellem Epo dopen.
Die Marathonmaus kommt zum Ausdauertest in den Schwimmtank. Übrigens, Mäuse sind von Natur aus gute Schwimmer. Dieser Versuch stresst sie nicht übermäßig. Der große Unterschied zwischen hormonellem Doping und genetischem: ein Hormon kann man absetzen, ein Gen nicht. Ist es einmal im Körper des Empfängers eingebaut, bleibt es dort für immer. Oder zumindest für sehr lange. Die richtige Regulierung eines Gens ist noch weit schwieriger als dessen Einbau. Die Nebenwirkungen sind massiv. Die Tiere leben nur noch halb so lang und sterben ungefähr nach Hälfte der erwarteten Lebenszeit. Die normalen Mäuse leben 2 Jahre, meine kaum 1 Jahr. Man sieht, dass die Blutgefäße auseinandergehen und platzen. Man sieht, dass die Leber geschädigt ist, die Niere geht kaputt. Man sieht Degenerationen in der Muskulatur und in den Nervenzellen. Mit anderen Worten, unter dem Einfluss des dauernd zu hohen EPO-Spiegels im Blut leidet der ganze Körper der Tiere. Lassen sich diese Erkenntnisse auch auf die Folgen von Gendoping bei Athleten übertragen? Zu Beginn könnte es durchaus sein, dass es einen Vorteil bringt. Der Athlet hat mehr rote Blutkörperchen. Aber mit der Zeit wird das Blut ganz dickflüssig. Und wenn die Kontrolle von diesem EPO-Gen nicht mehr gegeben ist, gibt es mehr und mehr und mehr rote Blutkörperchen, sodass das Blut dann fast nicht mehr fließen kann. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was für eine Leistung das Herz aufbringen muss, damit dieses dickflüssige Blut, das wie Honig dann in unseren Blutgefäßen drin ist, dass das weiter befördert wird. Max Gassmann wird in Streitfällen vom Sportgericht als EPO-Experte zugezogen und berät auch die nationale Anti-Doping-Agentur der Schweiz. Matthias Kamber, Direktor von Anti-Doping Schweiz, war einer der ersten, der die Bedrohung durch Gendoping aufgegriffen hat. Es ist ganz klar, dass die Gefahren des Gendopings eine gewisse Anzahl Athleten und Athleten abhalten wird, die früher mit dem klassischen Doping gedopt haben. Denn mit dem klassischen Doping kann man aufhören, wenn man nicht mehr will. Mit dem Gendoping ist man eine Stufe höher. Sprich, einmal gedopt, immer gedopt. Diese von Anti-Doping Schweiz produzierte Broschüre soll Sportler über die Gefahren des Gendopings aufklären. Mittlerweile ist sie von mehreren europäischen Ländern als Präventionsmittel übernommen worden. Doch Kamber macht sich keine Illusionen über deren Wirksamkeit. Die Geschichte zeigt, dass alle Mittel, die eine Leistungssteigerung erbracht haben, die medizinisch gebraucht wurden, um eine Krankheit zu heilen, dann eher früher als später auch im Sport missbraucht wurden. Was Erfolg verspricht, wird genommen. Warnungen hin oder her. Wir müssen einfach nur zum Beispiel die Entwicklung im Bereich von Erythropoietin nehmen. Wir wissen heute, dass am Anfang, als Erythropoietin als Medikament auf den Markt kam und man begann damit zu missbrauchen oder es zur Manipulation einzusetzen, dass es Todesfälle gab, dass viele Patienten oder Radsportler zum Beispiel verstorben sind damals. Wir wissen, dass die Einnahme von Anabolika massivste Nebenwirkungen hat, die entsprechenden Personen auch relativ schnell spüren. Trotzdem wird es eben genommen. Immerhin gibt es eine erste Erfolgsmeldung aus der Sporthochschule in Köln. Ein Test für eine ganz spezifische Art von Gendoping. Wenn auch nicht zum Nachweis eines Gentransfers, so doch zum Aufspüren der chemischen Manipulation eines bestimmten Gens des Energiestoffwechsels. Ein Anfang. Und unterdessen sind doch die Proben der Probanden im Myostatin-Test ausgewertet. Zum MyoPro-Profil von den Natural Bodybuildern und den Kontrollpersonen. Und hier sind die Amplifikationskurven der Natural Bodybuilder. Das heißt, die sind alle nach links verschoben. Das bedeutet, dass sie alle mehr MyoPro im Serum haben sollten. Ja. Und hat man damit das Nachweisverfahren für Gendoping beim Myostatin gefunden? den einzelnen Probanden. Das ist definitiv noch kein Nachweisverfahren, das man für den Myostatin-Missbrauch einsetzen kann. Wir sammeln ja auch im Prinzip jetzt erst Erkenntnisse, um dann zum Schluss eben entscheiden zu können, ob das als Nachweisverfahren tauglich ist. Und kaum ist man einen Schritt weiter, taucht schon die nächste Bedrohung auf. Hier versucht Patrick Diehl, ein Experiment nachzuvollziehen, mit dem chinesische Forscher die Fachwelt in Aufruhr versetzten. Sie haben Mäuse nicht mit ganzen Genen, sondern nur mit kleinsten genetischen Bausteinen gedopt. Damit schalteten sie das Myostatin-Gen aus und erzielten extremes Muskelwachstum.
Die Methode heißt RNA-Interferenz und läutet das nächste Kapitel beim Gendoping ein. RNA-Interferenz gilt in der Genforschung auf verschiedensten Gebieten als Methode der Zukunft. Zur Anwendung kommen kleinste genetische Bausteine, sogenannte siRNAs, mit denen sich jedes beliebige Gen ausschalten lässt. Solche Moleküle werden im freien Handel, zum Teil sogar im Internet, von vielen Firmen angeboten und auf das gewünschte Zielgen maßgeschneidert. Wenn die siRNA in eine Zelle eingedrungen ist, wird das jetzt noch doppelsträngige Molekül von einem körpereigenen Enzym gespaltet. Jetzt ist die Bombe sozusagen scharf und wartet, bis aus dem Zellkern die Botschaft des anvisierten Gens in Form einer mRNA abgeschickt wird. mRNA und siRNA passen genau aufeinander. Sobald sie sich zusammengelegt haben, tritt ein weiteres körpereigenes Enzym in Aktion und zerstört den Doppelstrang. So wird die Übersetzung des Gens in sein Produkt verhindert. Das Gen wurde sozusagen zum Schweigen gebracht. Das Bedrohliche am chinesischen Experiment, die siRNA, wurde den Mäusen nicht in aufwendiger Weise in die Muskulatur injiziert, sondern ganz einfach verfüttert. Das beunruhigt Patrick Diehl aufs Höchste. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ist das natürlich ein sehr bedrohliches Szenario, weil es im Prinzip heißt, dass man, wenn man solche kleinen Moleküle, die sehr leicht herzustellen sind, über die Nahrung aufnimmt, schon einen Effekt erzielen kann. Das ist praktisch wie geschaffen für den Missbrauch. Vor allem im Breitensport. Es wird geschätzt, dass weltweit bis zu 15 Millionen Menschen Anabolika zum Muskelaufbau missbrauchen, trotz Nebenwirkungen wie Leberversagen, Tumore, Impotenz. Und jetzt kommen genetische Muskelbildner. Sie werden nicht als Doping, sondern als Medikamente entwickelt. Doch die Forscher erhalten keinen Einblick, was diesbezüglich bei Pharmafirmen läuft, um so schon frühzeitig Nachweisverfahren entwickeln zu können. Es ist natürlich auch frustrierend, selbstverständlich, weil es wäre eigentlich, wir wissen, dass es dieses Material gibt. Es gibt ja klinische Studien, es gibt Blut aus diesen klinischen Studien und uns würden ja wenige Milliliter Blut genügen, um einfach mal zu testen, schlägt unser Testverfahren an. Das zeigt die Schlüsselrolle der Pharmaindustrie. Hier hätte sie Gelegenheit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, damit ihre Produkte nicht für Gendoping missbraucht werden. Das zeigt, das wahre Doping ist das Geld. Sport ist ein Geschäft, Pharma ist ein Geschäft und auch Wissenschaft ist ein Geschäft. I think in Western countries, science has become increasingly more commercialized as we. In westlichen Ländern wird Wissenschaft zunehmend kommerzialisiert, indem wir schon Grundlagenforschung in die Öffentlichkeit rücken. Ich denke, die meisten Wissenschaftler und Ärzte sind daran interessiert, neue Medikamente und Methoden zu entwickeln, die den Menschen helfen. Aber wir wissen, da gibt es auch eine dunkle Seite. Und einige dieser Entwicklungen können missbraucht werden, zum Beispiel für Doping im Sport. Wir wissen, dass mindestens ein Coach nach gentherapeutischem Material gesucht hat, wahrscheinlich um es an Athleten auszuprobieren. Und es gibt Berichte, wonach im Umfeld der Olympischen Spiele in Beijing Laboratorien Gentherapien angeboten haben. Thomas Springstein heißt der Coach. Der Deutsche wurde 2006 wegen Dopingvergehen zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Im Prozess wurden auch Mails veröffentlicht, in denen er sich nach einem Mittel für Gendoping erkundigte. Ob er es bezogen oder ob er es seiner Lebenspartnerin Grit Breuer oder sonst jemandem verabreicht hatte, ließ sich nicht belegen. Es ging um das Mittel Repoxygen, das eigentlich zur Behandlung von Nierenpatienten gedacht war. Wie EPO erhöht es die Zahl der roten Blutkörperchen. Die Entwicklungsfirma hat nach eigenen Angaben das Produkt eingestellt und gibt keine Interviews mehr.
Das zeigt halt, dass eben die Bereitschaft da ist, dass es eben nicht abwegig ist anzunehmen, dass die Menschen zurückschrecken würden vor Gentherapie, dass das als Gefahr wahrgenommen wird, sondern es zeigt im Prinzip, dass diese Personen bereit sind, auch jedes Risiko einzugehen, was mich persönlich überhaupt nicht wundert, weil wir das im Doping nie anders kennengelernt haben. Zurück in Liverpool. Dem Bioethiker Andy Meyer ist die Diskussion von Gendoping als Missbrauch der Gentherapie zu eng. Ich sehe die Diskussion über Leistungssteigerung im Sport in einem größeren Zusammenhang. Wir leben bereits in einer Kultur der Leistungssteigerung. Und da wird die Gesellschaft diese Technologien in allen möglichen Bereichen anwenden. Die Frage ist, ob der Sport da abgehängt wird oder ob er weiter relevant bleiben und sich dem anpassen will. Wenn die Gesellschaft Wege findet, Gentechnologie für den nicht-therapeutischen Einsatz sicherer zu machen, dann muss sich auch der Sport weiterentwickeln und den genetisch veränderten Athleten akzeptieren. Dann wird Sport zirkusähnlich werden, wird vielleicht wie man heute schon Catch-as-Catch kann oder Wrestling oder so hat, aber wird dann Sport nicht mehr so sein, wie es heute ist. Und der heutige Sport kann sich das gar nicht erlauben, diesen Weg zu gehen. Geht es um die Zukunft des Sports oder um jene der gesamten Gesellschaft? Wie geht unsere Leistungsgesellschaft künftig mit dem Leistungssport um? Dürfen Methoden, die als Therapien für Schwerstkranke entwickelt worden sind, auch von Gesunden angewandt werden? Wissenschaftler reden schnell von Missbrauch. Anders der Bioethiker und Querdenker Andy Meyer. The way in which technology has always evolved is that it's often been used as a way of helping people who are suffering from illness. Viele Technologien werden dazu entwickelt, kranken Menschen zu helfen. Aber es gibt auch Beispiele, wie die Anwendung bei Gesunden die Technologien für den Einsatz bei Kranken weiterbringt. Zum Beispiel bei der plastischen Chirurgie. Erst die Kommerzialisierung hat die Entwicklung vorangetrieben. Ich sehe also nicht, warum die Absicht, Kranken und Leidenden zu helfen, ein Widerspruch sein sollte zum Wunsch, dass auch Gesunde als Lifestyle-Anwendung davon profitieren könnten. Das kann sich durchaus ergänzen. As being oppositional to the desire to let people use it for lifestyle choices. They can be complementary. Beispiel Alterskrankheiten. Fakt ist, dass sich heute Senioren verletzen und Unfälle erleiden, weil ihre Muskeln sie nicht mehr ausreichend tragen. Die Kosten für das Gesundheitswesen sind enorm. Wenn Forscher wie Nadja Rosenthal eine Gentherapie entwickelt haben, die schwindende Muskeln wieder stärkt, werden wir sie dann nur schwerstbehinderten Patienten zukommen lassen? Oder steht sie auch älteren Menschen zur Verfügung? Zuerst aus gesundheitsökonomischen Überlegungen, dann damit sie möglichst lange mobil und aktiv bleiben. Und schließlich als Lifestyle-Medikament. Wir als Gesellschaft wollen ja dauernd die Lebensqualität verbessern, über die therapeutischen Maßnahmen hinaus, über das Natürliche hinaus sogar. Wir wollen Menschen fit machen, wollen ihnen ermöglichen, die Dinge zu unternehmen, die sie möchten. Wenn Behinderte, Alte und solche, die es sich leisten können, von den Gentherapien profitieren, dürfen es dann auch Sportler? Reden wir dann von Doping, von Therapien oder von Leistungsoptimierung? Der Vater der Gentherapie, Experte für Gendoping im Dienste der Welt-Anti-Doping-Agentur, wird nachdenklich. Natürlich dürfen wir Athleten keine Technologien vorenthalten, die der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen, zum Beispiel Patienten mit Muskelkrankheiten. Vor allem zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen. Das wird Bestandteil des Sports werden. Und solange es offen geschieht und in Übereinstimmung mit den Regeln des Sports, ist es okay. Das ist eine große ethische Herausforderung an den Sport, das zu diskutieren. Vielleicht kann es so sein, dass man sagt, doch, das ist möglich, das darf man, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Aber
das sind dann genau diese Diskussionen, die geführt werden müssen, die sind noch nicht geführt worden. Und die müssten eigentlich früher oder später, eher früher kommen, dass, wenn dann Gentherapie da ist, dass man eine Antwort hat. Man kann nicht erst dann mit diesen Diskussionen beginnen. Der genetisch veränderte Athlet als unausweichliche Konsequenz einer leistungsoptimierten Gesellschaft. Niemand weiß, ob irgendwo irgendein Wissenschaftler schon zur Genspritze gegriffen hat. Ob die Mutante aus dem Genlabor schon Realität ist. The fact is that it will be used long before it's ready. Tatsache ist, dass Gentechnologie zur Anwendung kommen wird, lange bevor sie ausgereift ist. Ich denke, die Leute, die den Einsatz des Gentransfers im Sport propagieren, tun das aufgrund schlechter Wissenschaft. Darum werden sie auf kurze Sicht mehr Schaden anrichten als Gutes tun. Es wird Wissenschaftler geben, die eben sozusagen es versuchen werden zur Anwendung zu bringen, die also gegen ihren wissenschaftlichen Ehrenkodex verstoßen, vielleicht aus Neugier, vielleicht aus finanziellen Interessen. Und es wird auch Menschen geben, die bereit sind, das an sich ausprobieren zu lassen. Da bin ich ziemlich sicher. Auf sehr lange Sicht wird Genmanipulation ihren Platz im Sport finden. Aber dann müssen wir darüber nachdenken, was wir uns unter Sport vorstellen. Und ist das noch Sport? And is that still sport?